Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure PlayStation VR 2 endlich bequem bekommt. Aber ein kleiner Disclaimer vorab, das ist nichts für Anfänger. Nicht, dass ich irgendwie nicht ein Anfänger wäre, aber was ich hier probiere, ist nicht unbedingt für jedermann. Denn ich versuche, diese Polster hier bequem zu bekommen. Beziehungsweise ich muss schon sagen, ich habe die schon bequem bekommen. Denn hier vorne in dem Stirnpolster habe ich neue Watte sozusagen reingebracht. Beziehungsweise, wie sagt man, Memory Foam ist hier vorne drinne. Denn hier ist normalerweise nichts drinne. Beziehungsweise fast nichts. Denn das ist das Polster, was ihr bekommt. Sorry, paar Katzenhaare dran. Was hier vorne an der Stirn drin ist. Die ist quasi hier an der Stelle. Mehr nicht. Der Rest ist nur Luft und dieses komische Silikon hier. Und ich habe das hier mit so einer großflächigen ja, Memory Foam Auflage hier habe ich das Ganze bequem bekommen. Es gibt aber ein paar Sachen zu beachten und ich werde versuchen, die Hinterseite jetzt auch nochmal bequemer zu bekommen, denn hier hinten ist auch nichts. Das werden wir aber ändern. Also bleibt dran. Ihr kennt das ja, wenn man Sachen auseinander nimmt, dann kann immer einiges kaputt gehen. Auch in diesem Fall muss man sehr vorsichtig sein. Ich hatte schon überlegt, lasse ich es einfach. Will das Ganze nicht nochmal öffnen, aber ich möchte euch zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn ihr das macht und was ihr zu beachten habt. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die man beachten sollte, sonst ist das Ganze schneller kaputt, als ihr das wolltet. Ihr müsst nämlich dieses Ding hier abbekommen und da ist natürlich die Frage, wie kriegt man das Ganze denn eigentlich ab? Und das Einfachste, was ihr hier machen könnt, ist hier diesen vorderen Teil so stark wie möglich nach vorne zu ziehen, denn hier vorne sind so ein paar ja, Einschiebe-Mechanismen. Der Rest ist einfach nur zusammengeklebt. Hier braucht ihr also quasi rohe Gewalt, aber den Bereich hier vorne müsst ihr nach vorne schieben und dann löst sich das quasi fast schon selbst. Kann natürlich sein, dass ich es mittlerweile auch schon ein bisschen aufgeweicht habe. Ähm, auf der anderen Seite macht ihr das genauso und dann könnt ihr das Ganze auch schon abziehen. Wie immer muss man vorsichtig sein, aber wirklich vorsichtig sein kann man nicht, denn diese ganzen Pins brechen ab oder eben nicht. Ja, genau. Was ihr hier jetzt sehen könnt, ist, dass ich dieses PU-Leder hier schon drinne habe. Ähm, Das ist quasi das ganze Stück. Man muss jetzt dieses Silikon nochmal hiervon abtrennen. Ich mache das nicht komplett, aber ich möchte euch auf eine Sache hinweisen. Deswegen muss ich das einmal noch öffnen. Das mache ich alles für euch. Normalerweise hätte ich das jetzt zulassen können, aber ich möchte euch unbedingt zeigen, was ihr zu beachten habt. So, hier sind eben so kleine Pins. Die müsst ihr hier mit ein bisschen also nach vorne schieben und dann lösen. Nicht einfach dran ziehen, quasi hier drücken und raus. Und das machen wir an einigen Stellen. Wenn ihr ein paar schon geöffnet habt, dann könnt ihr hier auch einfach quasi drunter greifen und dann nach und nach das Ganze lösen. Ist ein bisschen Gefrickel, aber ihr schafft das schon. So, jetzt, was ich euch zeigen möchte, noch ein bisschen weiter aufmachen, damit ihr das auch wirklich gut sehen könnt. Hier, ihr habt hier Silikon und wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr, dass dieses Silikon hier eine Struktur hat. Also die ist nicht einfach komplett flach. Was ich nämlich als erstes gemacht hatte, ist das hier in einem zu haben. Also ich hatte dieses Memory Foam hier quasi hinten dran gemacht, geguckt, welche Form brauche ich, beziehungsweise hier vorne, und habe das dann ausgeschnitten. Ne, also ihr würdet quasi das Ganze hier komplett lösen und auf der anderen Seite ist es flach, also das Stück Plastik hier, da hält ihr das Foam dran. Zeichnet das ein oder schneidet das aus. Nicht zu groß, damit ihr das hier ordentlich reinbekommt. Und dann habe ich das Ganze zugemacht. Dann ist mir aber aufgefallen, dieses ganze Material hier wellt sich sehr stark. Also hier ist so eine leichte Welle drin, aber das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, weil das eben nicht für so einen Inhalt gemacht ist. Aber es ist definitiv schon total in Ordnung und es bildet keine Falten, die mir auf die Stirn drücken. Was ihr aber beachten müsst, komm, einen noch, so, hier. Diese Perforierung hier,
hier ist so eine Art Lappen. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt hier. Ich zeige euch das in Gänze, weil sonst checkt ihr das nicht. Also ich habe hier jetzt diese Teile. Das habe ich jetzt so ausgeschnitten. Sieht man, glaube ich, ganz gut. So, und jetzt, was ihr hier sehen könnt, ist das hier. Ihr habt hier so einen Lappen. Ne? Dieser hier, der ist normalerweise, weiß ich nicht, einfach gerade und sorgt dafür, dass da nochmal ein bisschen Abstand ist. Total sinnlos, könntet ihr wegschneiden, aber wir wollen natürlich hier nichts komplett irreversibel zerstören. Deswegen habe ich hier einen Teil ausgeschnitten, der nur in diese Fläche hier reinkommt. Hinter diesen Lappen. Wisst ihr? Und der andere Part kommt dann auf die andere Seite. Sodass dieser, ich nenne es jetzt immer Lappen, genau dazwischen ist und dann eben keine Falten schlägt auf der anderen Seite. Also, ne, ihr seht es vielleicht, da sind so zwei Parts. Hier oben machen wir den rein. So, seht ihr? Das ist der erste Part und dieser Silikonbereich hier ist, liegt frei sozusagen. Kann natürlich sein, dass ich die Form hier schon ein bisschen blöd gemacht habe, ob die nicht zu lang ist und dadurch mehr Falten schlägt und so weiter. Es könnte auch sinnvoller sein, eventuell, dass man das Memory Foam hier ein bisschen dünner hat. Ich habe jetzt einfach das genommen, was mir zur Verfügung steht. Der gute Junred hat mir das zur Verfügung gestellt. War so nett, mir was zu schicken. Deswegen habe ich das jetzt auch einfach so genommen. So, und dann kommt die andere Seite hier mit rein. Mein Ausschnitt ist definitiv nicht perfekt, aber im Endergebnis hat das ganz gut für mich funktioniert. So. Was mir einfach wichtig war, ist, dass dieser Lappen hier nicht umgeknickt ist, weil der hat eben für diese Falten im Endergebnis gesorgt. So, und wenn das alles passt, kommt das hier quasi einfach wieder drauf. Wir fixieren das im Mittelteil. Jetzt bauen wir das Ganze so wieder zusammen, dass möglichst sich der Schaumstoff nicht stark verschiebt, weil sonst knicken wir vielleicht diese Falte, diesen Lappen in der Mitte um. So, und jetzt habe ich das hier ein bisschen schon festgemacht. Das ist halt alles so widerhaken, da muss man mal gucken, dass man die ordentlich festbekommt. So, und jetzt kann ich eigentlich schon sehen, wie stark das hier verfalten wirft. Also hier ist natürlich, wie gesagt, so ein Luftraum. Aber hier, wo diese Falte ist, sind keine zusätzlichen Wellen, Knicke, wie auch immer. Denn wenn ihr einen Knick habt, ihr kennt das vielleicht von anderen Polster von VR-Headsets, dann ja, kann das noch so weich sein. Wenn das an der blöden Stelle zusammengeknickt ist und euch ins Gesicht schneidet, dann ist es einfach unbequem. Ja, die Frage ist natürlich, wieso hat Sony es nicht gleich so gemacht? Weil hier ist ordentlich Platz drinne. Dieser Lappen, den ich euch eben gezeigt habe, also nicht der Lappen, von dem ich immer rede, sondern dieses Ding hier, das ist ja wohl absolut lächerlich. Das soll unsere Stirn schützen. Keine Ahnung. Ein bisschen Memory Foam oder selbst wenn es normaler Schaumstoff ist, der ist ja sowieso von Silikon umhüllt. Das hätte dem Ganzen doch überhaupt nicht geschadet, oder? So, das Ganze haben wir jetzt wieder zusammengebaut. Dann überprüft nochmal, ob hier alles richtig ist, ob die Falten nicht zu sehr schlagen. Also bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das hätte ich gerne eigentlich noch weg, aber ich glaube, dafür ist mein Memory Foam einfach nicht hundertprozentig passig genug. Wir gucken hinten nochmal, ob da irgendwie alles in Ordnung ist. Und dann können wir das auch eigentlich schon wieder anmontieren. Hier können wir jetzt eine Sache beachten. An den Seiten sollten wir das wieder rein sliden, denn ihr habt hier diese Punkte, da können wir das nicht reinklicken. Das wird hier nämlich reingesetzt und dann nach vorne hin hochgeslidet. Quasi an diesen Punkten hier, ne? Ich hoffe, ihr könnt das alles verstehen. Das sind zwei Stück übrigens, hier eins und zwei. Und auch hier haben wir hier die Stelle und hier die Stelle. Das heißt, wir versuchen möglichst weit vorne, mit so einem Abstand ungefähr, das Ganze reinzusliden. So. Und das machen wir auf der anderen Seite auch.
Und erst dann, wenn wir das Gefühl haben, die sind drin von beiden Seiten, klicken wir den Rest von unten nach oben rein. So. Und ich glaube, das war's auch schon. Keine Lücke. Alles ist hier wieder fest. Hier unten nochmal gucken, dass es hier auch fest ist. Ja, und ich glaube, das hat schon ganz gut funktioniert. Bei mir war es am Anfang so, dass der Bereich hier sich wieder rausgeslidet hat, aber eben einfach nur, weil ich den nicht richtig fest hatte. Aber so ist das schon mal ganz gut. Jetzt möchte ich mich um den hinteren Teil kümmern, weil den habe ich gar nicht gemacht. Also den habe ich noch gar nicht verändert. Hier brauchen wir ein Tool. Das kriegen wir nämlich, glaube ich, nicht so einfach gelöst. Deswegen holen wir uns hier so ein, ja, so ein extra Tool, so einen kleinen Boy hier und versuchen das rauszuhebeln. Zumindest habe ich das so in einem Video gesehen, dass das so gemacht wurde. Hier ist ein Pin schon rausgegangen. Okay, man sieht die tatsächlich. Die sind so kleine Pins. Die löst man wahrscheinlich nach und nach. Wenn ihr das Ganze selber ausprobieren wollt, müsst ihr das auf eigene Gefahr machen. Ich gebe euch keine Garantie für die Richtigkeit. Ich werde nochmal unten ein Video verlinken, wo das ganz anschaulich erklärt wurde. Mit dem, ja, mit dem Auseinanderbauen hier. Okay, ich glaube, ich habe das hier vorne jetzt schon. Wahrscheinlich muss ich das auf der anderen Seite ähnlich machen. Wichtig ist hier zu beachten, dass hier die ganzen Kabel und so weiter drin sind. Hui, das war aber spannend. So, und ihr seht es hier auch wieder. Hier ist gar nichts. Beziehungsweise, ah ja, ich muss das Silikon hier auch wieder lösen. Das ist hier einfach aufgespannt. Okay, ist ein bisschen anders gemacht. Ich gucke mal. Genau, hier muss man das rausziehen. Hier sind so Pins und da liegt das auf. Man muss das hier rausziehen. Ein bisschen drücken, also hier gegendrücken und dann kommt das schon fast wie von alleine raus. Was mache ich hier eigentlich? So, hier haben wir jetzt so ein rundes Material. Nicht rundes Material, hier ist es abgerundet. Das heißt, das Memory Foam kann nicht so breit sein. Vielleicht ist es auch gar nicht so sinnvoll. Aber ich könnte es auch einfach hier dran machen. Und dann liegt das hier einfach drüber. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Das heißt, ich werde das Memory Foam hier dran halten, gucken ungefähr, wie viel ich brauche, eventuell anzeichnen und dann den Bereich hier ausschneiden. So, mit einem Stift zeichne ich den Bereich jetzt ein und schneide ihn aus. Ganz einfach. Beachtet den Bogen so ein bisschen, aber das sollte schon okay sein. Wir schneiden das jetzt ein bisschen enger, also eher am inneren Rand als beim äußeren, da das sonst ein bisschen zu dick sein könnte. Nimmt eine ordentliche Schere, ordentliche scharfe Schere. Ich habe hier jetzt so eine Stoffschere. Ihr könnt das auch mit einem Cuttermesser machen. Aber schneidet euch nicht in die Finger. So, das Ergebnis muss nicht hundertprozentig perfekt sein. Aber ich denke, das wird so schon klappen. Ist jetzt noch ein bisschen zu dick. Ich werde es noch ein bisschen kleiner machen. Ihr könnt auch hier den Schaumstoff hier ein bisschen nach innen schneiden, damit er so ein bisschen mit der Wölbung hier passt. Aber ich werde da jetzt nicht groß dran rumdoktern. Wegschneiden kann man am Ende immer noch. Nur wieder dran machen ist schwierig. So, ich könnte das natürlich theoretisch auch kleben, aber ich habe keinen Kleber oder ähnliches zur Hand. Und ich möchte das ja auch alles möglichst wieder lösen können, wenn ich es nicht mehr brauche. Aber das sollte funktionieren. Dementsprechend machen wir das einfach so. Doch, doch.
Müsst ihr ein bisschen ziehen und drücken. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich würde euch generell eher ein etwas dünneres Foam empfehlen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen enger. Das hier geht schon ein bisschen an die Grenze des Möglichen. Aber es sollte funktionieren. Ich glaube, das klappt ganz gut hier. Ne? Falten nicht vorhanden und hier. Das Ganze ist jetzt fester natürlich, aber es sollte jetzt auch ganz anders nachgeben. Ein bisschen mehr Widerstand ist schon da, aber es bleibt dann auch fest. Das Problem eben ohne Schaumstoff und ähnliches ist, wenn ihr am Rand angekommen seid, also ihr macht das Headset sehr fest an euch, an euer Gesicht dran, ja, was dann? Dann habt ihr, ja, liegt ihr direkt auf dem Plastik, weil das Silikon eben keinerlei, ja, nicht nachgibt. So, gleich geschafft. Am Ende wird es nochmal ein bisschen tricky. Keinen Pin wollen wir vergessen. Ich zeige es euch nochmal hier im Detail. Diese kleinen Pins hier müssen in die Löcher rein. Da muss man gucken, dass man die an allen Stellen da so ein bisschen reinzieht. Hier sind noch zwei, die wollten nicht. Einer noch. Der letzte macht es mir ein bisschen schwer. So. Ich glaube, ich habe jetzt alle Pins hier dran. Und dann kann ich das Ganze auch schon wieder zurückklipsen. Hier muss ich, glaube ich, nichts weiter beachten, außer das Ganze wieder reinzuklippen. Achtet darauf, dass diese Plastiknipse wieder nach innen zeigen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welche. Ah doch, man sieht es ja, welche wohin gehören durch diese Wölbung hier. Ah, guck, genau das meine ich. Sowas sollte euch natürlich nicht passieren. Aber dann drücken wir es einfach wieder zurecht. Seid hier behutsam, lasst euch Zeit und dann habt ihr am Ende auch ein super Ergebnis. Okay, ja, ich glaube, ich habe jetzt hier und hier Polster und das sollte jetzt mein Headset insgesamt bequemer machen. Ich glaube, ich setze einfach mal auf, ne? Okay, ich teste das Ganze jetzt aus. Was jetzt der Unterschied sein sollte, ist, ihr habt hier jetzt eben, also es ist hier insgesamt steifer, ne, weil einfach viel mehr Material drin ist. Ich habe das Gefühl, mit etwas weniger Dicke wäre es insgesamt weicher. Aber das Problem ist ja, wenn man sich das Ding an den Kopf festmacht, dann macht man es sowieso so weit fest, bis das Material komplett nachgibt. Und dann, ja, liegt ihr quasi direkt auf dem Plastik auf. Das Einzige, was da ein bisschen was verhindert hat, sind diese Strukturen im Silikon, was irgendwie einen direkten Kontakt verhindert hat. Aber da finde ich, glaube ich, ein Polster einfach insgesamt besser. Hier ist es jetzt einfach insgesamt ein bisschen steifer. Aber wenn ihr das dann festzieht, ja, habt ihr einfach ein bisschen mehr Stabilität, ist zumindest meine Vermutung. Und vorne ist es genauso. Ihr habt hier immer noch diese harte Kante, da ist ja auch nichts drinne. Hier. Und hier ist jetzt einfach ein bisschen Polster drinne, wo vorher eben gar nichts war. Und ja, probieren wir das Ganze einfach mal aus. Ja, ich merke schon direkt, ich muss das Ganze gar nicht so fest machen. Und es sitzt trotzdem stabil, weil eben das Material sich viel besser um meinen Kopf umschließt.
Und ja, ich würde mal behaupten, es ist insgesamt bequemer. Es ist trotzdem immer noch relativ fest, weil das ist ja trotzdem so ein Silikon, was sich an euch festmacht sozusagen und auch rutschfest ist im Vergleich zu einem weichen Stoff oder wie auch immer. Aber so funktioniert ja auch das Halo-Design so ein Stück weit, dass man es einfach komplett festmachen muss. Und ja, doch, ganz cool. Und ich weiß von vielen Leuten, dass sie gerade bei dem Headstrap, wenn ihr das nach hinten macht und das hier reindrückt, dass die hier, manche Menschen hier Triggerpunkte erwischen, die das Headset, die einfach Kopfschmerzen verursachen. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Polster helfen würde. Ist natürlich eine Rummodderei, ist ganz klar eine Mod und ja, nachmachen auf eigene Gefahr. Aber wer ein bisschen risikofreudig ist, letzten Endes muss man nur dieses Silikon abmachen oder das Gummi oder was auch immer und dann Polster reinschneiden. War jetzt eigentlich nicht so schwer, aber einmal so ein Pin kaputt, dann ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ja, ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um Virtual Reality, Gameplay, aber auch manchmal solche verrückten Mod-Ideen. Und ja, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.